Amen. Amen. So we've been looking at 1863 Wir schauen uns 1863 an and the logic behind the assertion that Christ would have come back then. und die Logik hinter der Annahme, dass Christus da hätte wiederkommen können. And as part of that study, Und Teil dieses Studiums we were drawn to the fact that there was a delay. wurden wir zu der Tatsache hingeführt, dass es einen Verzug gab. And one of the passages that we went to was Testimonies of the Church, Volume 9, page 29. Und eine Passage, zu der wir hingegangen sind, war 9t, Seite 28. And that brought us to the classic passage that deals with what we would call 9/11. Und das handelt von der typischen Passage, oder Textstelle, die über 9/11 geht. So we've been discussing 9/11 for a few classes now. Also über 9/11 machen wir uns jetzt schon ein bisschen Gedanken. And one of the questions I asked was, why did Al-Qaeda choose that date? What was the reasoning behind it? Eine Frage, die ich gestellt habe, war, warum wählte Al-Qaida ausgerechnet dieses Datum? And most people went to the Siege of Vienna in 1683. Und die meisten von euch haben die Belagerung von Wien angebracht im Jahr 1683. So I'm not sure how many of us are aware Ich weiß nicht, wie viele von euch es wissen oder sich that there were bewusst sind, studies that were done on the Siege of Vienna. dass es Studien gab, die um das Thema der Belagerung von Wien ging. This was done by Elder Test, 2018. Es war von Tess im Jahr 2018. How many of us remember that? Wie viele von euch erinnern sich daran? So the thing is, that siege that she was referring to Die Sache ist, auf die Belagerung, auf die sie sich bezieht, was not this siege, it was a different one. war nicht diese Belagerung, sondern eine andere. So you already know that there have been two sieges. Somit weißt du ja jetzt schon, dass es schon 2 Belagerungen gab. This was the siege of 1529. Und sie schaute sich die Belagerung von 1529 an. If you remember, there's a date here, 1517. Es gibt hier das Datum 1517. What is that date? Was ist das Datum? Was geschah da? That's to do with Luther. Da geht es um Luther. And why did I ask about Luther? Why did I ask? that? Warum habe ich nach Luther gefragt? That was part of the Reformation, Weil er Teil der Reformation war. and that distracted the people from the Turks. From? From the Turks. Und das hat die Ottomans. Menschen von den Türken abgewandt. I think he's the cause to destable the German Empire. Division. Huh? Division. To make it to weaken it from Weaken. inside. So we brought his name up Wir haben seinen Namen genannt, because we were talking about the German Empire, what people would call the Holy Roman Empire. weil es um das Deutsche Reich geht oder das Heilige Römische Reich.
So we didn't really discuss it in any detail. Wir haben das nicht wirklich im Detail besprochen. It was just to get an idea that Luther was 150 years before, Sondern es ging nur darum, aufzuzeigen, dass Luther circa 150 Jahre vorher lebte. and he was, if we can call it, the catalyst to begin the destabilization of the Holy Roman Empire. Und sagen wir mal so, er ist der Auslöser dafür, für die Destabilisierung des Heiligen Römischen Reiches. What we didn't discuss Was wir nicht besprochen haben, was that in 1529 there was another siege of Vienna, dass es 1529 eine weitere and Belagerung von Wien gab. this is the siege that Elder Tess has brought up. Und das ist die Belagerung, über die Tess sprach. And the dynamics were very similar. Die Umstände dazu waren aber sehr ähnlich. Islam tried to enter into Europe and it got basically stopped at Vienna. Der Islam versuchte, nach Europa einzudringen und wurde bei Wien daran gehindert. So Elder Tess hasn't, as far as I'm aware, hasn't referred to the 1683 siege, but only to the 1529 siege. Soweit ich weiß, hat sich Tess nur auf die Belagerung von 1529 bezogen, nicht aber auf die von 1683. Don't how many of us remember that study, Ich weiß nicht, wie viele sich von euch an dieses Studium erinnern, because it's connected to another event in 1529. weil dieses auch noch mit einem weiteren Ereignis verbunden im Jahr 1529. And what's that event? Welches Ereignis ist das? Is that where they get the Protestants get their name? Diet of Spires? Ist das da, wo die Protestanten ihren Namen bekommen, in Speyer? 1529. Siege of Vienna. Da haben wir die Belagerung von Wien And the council, or they used to call it a diet, und das Konzil of, you said? von Speyer. And Spires is what? Und Speyer ist was? City. So Spires is a city in Germany. Das ist eine Stadt in Deutschland. So there's a council that's going to go on, Da gibt es ein Konzil and I'm almost certain that Ellen White refers to this in the Great Controversy. und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ellen White sich darauf bezieht. So there's two things that are going on. Somit gibt es zwei Dinge, die hier vor sich gehen. And what Elder Tess is going to do Was nun Tess macht, is take the year 1529 ist, dass sie das Jahr 1529 hat and 2019 und dann auch 2019. and going to connect them by what? Und mit was tut sie jetzt verknüpfen? By the 490 years. Sie verknüpft das durch die 490 Jahre. So I think you already said, but just want to clarify that. When we talk about the Diet of Spires, what event are we referring to? Wenn wir über das Import. Konzil zu Speyer sprechen, auf welches Ereignis beziehen wir uns da? Do you know, Brother Jim? Is that where the princes gathered and went with Luther instead of the Catholic Church? Good. So they often call this the protest of the princes. Das wird häufig der Protest der Prinzen genannt. So the princes are protesting. Die Prinzen protestieren. So you can see where they get their name from, Protestants. Jetzt wissen wir, woher sie die Protestanten ihren Namen bekommen. And they're changing their allegiance, we could say, from the state to Luther. Und sie nehmen jetzt ihre Treue oder ihren Schwur und lösen den vom Staat und geben ihn Luther sozusagen. So could you just repeat what you said about their protest? Könntest du bitte nochmal wiederholen, was sie sagen in ihrem Protest? They were protesting against the Catholic Church or the state, Sie protestieren gegen die katholische Kirche und den Staat putting their allegiance with Luther.
und hängen oder geben ihren Treueschwur Luther. So they're protesting against the Catholic Church and putting their allegiance with Martin Luther. Yes. Sister Catherine, could you find the reference for us? Könntest du da uns eine Quelle dafür nennen? Sister Kathy, could you add anything to that about? Is this where they were given ultimatums about their lands? Haben sie da ein Ultimatum für ihre Ländereien bekommen? So they're forced to make a A decision, some kind of Also sie decision. werden gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, and basically they don't comply. They're protesting. aber Ja. sie halten an dem Protest fest. This is when the Pope wanted to be over them as a state, and they didn't want to do that. War das nicht, wo der Papst dann über sie herrschen wollte oder über dem Staat und das wollten sie nicht eingehen? Yeah. Sister Shemaine, do you know anything about this? I've got the quotation if you want. Kommt das No, I want Zitat? Sister Catherine to find it. I don't remember the real cause of the, but I know that the Pope wanted to force something upon the prince, Who and did? they refused. Who wanted to The force it? papacy, Okay. and So they the Pope, refused. Yeah, and they refused, but I don't remember what it was about. Okay. Just tell us when you found the reference, Sister Catherine. Brother Jonathan, do you know anything about this? Not in specific, no. So we've got the Siege of Vienna, the Diet of Spires, which is where the princes protest. Also wir haben die Belagerung in Wien und den Prinzenprotest in Speyer. Oh, it's not 16. GC. Acts of the Apostles, Also Wirken der Apostel. 68, Seite 68 im Englischen, part 1. Absatz 1. is that what you had, Sister Shemaine? Point 4 regarding the protestation. 202. Yeah. Can you see that, Sister Catherine? Sister Sue? Was the beginning of a split between church and state. Also eigentlich war das doch der Beginn einer Trennung zwischen Kirche und Staat. Because the church, the Catholic Church or the papacy is the church, and the princes represent their states. Weil die Prinzen stehen ja für den Staat und die katholische Kirche ist ja eine Kirche. Yes. But we need to remember Ja, aber wir müssen uns daran erinnern, that they're not only fighting against the Catholic Church, they're actually fighting against their king. wir müssen uns daran erinnern, dass sie nicht ja nur gegen die katholische Kirche kämpfen, sondern auch noch gegen den Kaiser. It's their king that's imposing upon them these rules, these requirements, not the papacy. Der Kaiser legt ihnen ja diese ganzen Regeln auf und nicht das Papsttum. They're papal ideas, but it's the state that's enforcing. Es sind päpstliche Ideen, aber der Staat setzt sie um. So you gave us 68, Sister Catherine?
When in 1529 the German princes assembled at the Diet of Spires, there was presented the Emperor's decree, which is state, restricting religious liberty and prohibiting all further dissemination of the Reformed doctrines. Seemed that the hope of the world was about to be crushed out. Would the princes accept the decree? Should the light of the gospel be shut out from the multitude still in darkness, mighty issues for the world were at stake. Those who had accepted the Reformed faith met together, and the unanimous decision was, let us reject this decree, this law, by the state. In matters of conscience, the majority has no power. It's quoting D'Aubigné, History of the Reformation. Also das kommt aus Wirken der Apostel, Seite 69.1 im Deutschen. Als die deutschen Fürsten im Jahr 1529 auf dem Reichstag zu Speyer zusammenkamen und ihnen des Kaisers Erlass vorgelegt wurde, der die Religionsfreiheit einschränkte und jede weitere Verbreitung der reformatorischen Lehren verbot, schien es, dass die Hoffnung der Welt zunichte gemacht werden sollte. Würden die Fürsten den Erlass annehmen, sollten die Menschen, die noch in der Finsternis lebten, vom Licht des Evangeliums ausgeschlossen bleiben? Entscheidendes für die Welt stand auf dem Spiel. Die Bekenner des reformatorischen Glaubens kamen zusammen und beschlossen einmütig, wir verwerfen diesen Erlass. In Fragen des Gewissens kommt es nicht auf die Mehrheit an, schreibt D'Aubigné, Geschichte der Reformation, Buch 13, Kapitel 5. Acts of the Apostles 68.1. And this is taken from the chapter that's called what? At the Temple Gate? Wie heißt das Kapitel? It's actually the Apostles, I believe. Es ist Wirken der Apostel. And why is she making this connection? Kapitel 6, an der Pforte des Tempels. Warum stellt sie denn hier diese Verbindung her? Not to speak. And what's Peter going to say? Sie vergleicht das mit der Zeit der Jünger, als ihnen verboten wurde zu reden. Und was sagt jetzt nun Petrus darauf? In the sight of God. Need the reference. Pardon me? The reference. Wir brauchen hier die Textstelle. Oh, the Bible. Acts chapter 4, I think. Yeah. Ich glaube, dass das Apostelgeschichte 4 ist. Sorry? Someone said? Ich glaube, dass es in Vers 8 anfängt. Chapter 4, 19. Kapitel 4, Vers 19. But Peter and John answered and said unto them, the Sanhedrin, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen, und ihnen ist der Hohe Rat, und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So we can see why she's making this connection here. Wir können also sehen, warum sie hier diese Verbindung herstellt. She's comparing Peter and John with whom? Sie vergleicht Petrus und Johannes mit wem? Princess. With the princes. Can we all see that? Können wir das erkennen, dass sie mit den Prinzen vergleicht? Can you see that, Brother Jim? Yeah? So that's a good reference. Das ist eine gute Quelle, die wir hier haben. And then Sister Shemaine wanted to take us to where? Und Shimen, deine Quelle? GC? Oh. 202. Yeah, I don't remember. 202 paragraph 4, I think you said. Yes, it's just a declaration of the
It's just a statement of the princes. So this is the primary place that you would go to, because this is part of the chapter 11, beginning page 197. Also das hier ist der die Hauptquelle, wo du zuerst wahrscheinlich hingehen würdest, im großen Kampf, Seite 202. GC Großer Kampf. 197. 197, da fängt es an. So if we could all get an opportunity to read this chapter, Ich weiß nicht, ob es uns möglich ist, dass wir das alles lesen können. serve us well. It's Das called The würde uns gut Protest of the sein. Princes. Und der Beginn, oder das ist das Kapitel der Prinzenprotest. One of the noblest testimonies ever uttered for the Reformation was the protest offered by the Christian princes of Germany at the Diet of Spires in 1529. The courage, faith, and firmness of these men of God gained for succeeding ages liberty of thought and conscience. Their protest gave to the Reformed Church the name of Protestant. Its principles are the very essence of Protestantism. Eines der mächtigsten je für die Reformation abgelegten Bekenntnisse ist der von den christlichen Fürsten Deutschlands 1529 auf dem Zweiten Reichstag zu Speyer erhobene Protest. Der Mut, die Zuversicht und die Entschiedenheit dieser frommen Männer bahnten kommenden Geschlechtern den Weg des Glaubens und Gewissensfreiheit. Wegen dieses Protests hießen die Anhänger des neuen Glaubens fortan Protestanten. Die Grundsätze ihres Protests sind der wesentliche Inhalt des Protestantismus. So, you wanted to take us to 202? Du wolltest uns ja noch auf Seite 202 mitnehmen. Paragraph 4. Absatz 4. So that's the protest itself. Das ist der eigentliche Protest. And the emperor is Ferdinand? Is that Und right? der Kaiser heißt Friedrich, soweit ich weiß. Okay, so we're not going to read any more, but I think it's worthwhile you reading chapter 11 to refresh your memory about what this event was. Wir lesen jetzt hier nicht mehr weiter, aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn ihr dieses Kapitel für euch selbst lest. Das ist sehr, man kann einen großen Nutzen daraus ziehen. A large part of the chapter is just quote after quote. Ein großer Teil des Kapitels sind einfach nur Zitate nach Zitate. And most of it seems from Diobinet's book. Und das meiste scheint mir aus dem Buch von Daubinet zu sein. Any questions on that? Gibt es dazu Fragen? So there's a council in the city of Spires, and the princes will protest. Es gibt hier den Reichstag in Speyer und die Prinzen protestieren da. The Acts of the Apostles paragraph is a nice synopsis of what happened. Und Wirken der Apostel ist nun eine schöne Zusammenfassung von dem, was geschah. The Great Controversy passage basically gives an extensive overview of all that's happening. Und der Ausschnitt aus dem großen Kampf ist eigentlich eine detailliertere Form, was alles geschah. Recap the connecting link between 1683 and 1529. We haven't done that yet. Also wir haben noch keine Verbindung zwischen 1863 und 1529 hergestellt. Most To people, 15 when they look at 1529, they look at the protest of the princes. Die meisten Menschen, wenn sie 1529 anschauen, schauen sich den Protest der Prinzen an. That's where their focus is. Darauf liegt ihr Fokus. When Elder Tess did her study, Als Tess ihr Studium gemacht hat, she picked up 2 points, 2 events. hat sie 2 Dinge aufgegriffen. The first was the Diet itself, Zunächst dieser Reichstag in Speyer and then connected with the Diet, there was a Siege of Vienna. und damit verbunden war auch noch eine Belagerung in Wien. So the connection between 1529 and 1683 is the siege.
Die Verbindung zwischen 1529 und 1683 ist die Belagerung. Does that answer your question? Wasn't your question with 1863? Connecting link between the two dates. I thought you said 1863. No, 80s. No. 1683. She meant 16 if she did say that, or I might have said it wrong. So I don't want to go too deep into this study, but what I do want to do is, if you go to the end of the chapter, we're on page 210. Ich möchte jetzt nicht zu tief hier einsteigen, aber wenn man zum Ende des Kapitels hingeht, wir sind auf Seite 210. Now, when it comes to what we would call the Reformation, we normally think about it, we just call it the Reformation, but it's the German Reformation. Wenn wir nun jetzt zu der Reformation uns die eigentliche Reformation anschauen, diese deutsche Reformation, If you go through the chapter titles, Ellen White doesn't actually call it the German Reformation. und man sich dann die Kapitelnamen anschaut, dann werden wir feststellen, dass Ellen White es nicht die deutsche Reformation nennt. If you go to the different chapters of Great Controversy, Geht man durch die verschiedenen Kapitel des großen Kampfes hindurch, by the time you get to chapter 5, wenn du da zu Kapitel 5 gehst, what she's going to be doing is going through the history of the 1260 was sie hier macht, ist, dass sie durch die Geschichte der 1260 hindurchgeht and to see how things begin to change. und aufzuzeigen, wie sich die Dinge verändert haben. Chapter 3 is what? Kapitel 3 ist was? Sister Catherine, what's chapter 3? Was geht's bei Kapitel 3? Yes. An era of spiritual darkness. Also eine Zeit der geistlichen Dunkelheit ist die Überschrift von Kapitel 3. So we're in a time period of darkness, Wir sind in der Zeit von Dunkelheit. and then what is she going to do almost consistently for at least, I'm going to conservatively say, like about a third of the book after that. Und was macht sie dann? Quarter, maybe a quarter of the book. Was macht sie dann für ungefähr ein Drittel oder ein Viertel von dem ganzen Buch? What's she Da going to danach. what's she going to do? We get out of the spiritual darkness. Sie zeigt auf, wie wir aus dieser geistlichen Dunkelheit herauskommen. You need to be in the table of contents, Du musst hier dir das Inhaltsverzeichnis vor dir haben chapter 3, an era of spiritual darkness, und dir da die Kapitel 3, die Zeit oder eine Zeitspanne der geistlichen Dunkelheit and sehen. just start reviewing the title of the chapter titles. Und dann schau dir einfach nur die Überschriften dieser Kapitel an. And just repeat what you said, Sister Und Shemaine. jetzt wiederhol nochmal, was du gesagt hast. Get out of the spiritual darkness through the reform from Just that, like, Yeah. how we get through, how we deal with the spiritual darkness. Also es wird uns hier aufgezeigt, wie wir mit dieser geistlichen Dunkelheit umgehen, beziehungsweise wie wir da herauskommen. So, if we were to go to early writings, and I think it's the chapter that's called. Würden wir zu frühe Schriften gehen und ich glaube, es ist das Kapitel, Let me give you the proper title. I don't want to guess. Give me a second. So this is called the Advent Movement Illustrated. das Kapitel heißt eine bildliche Darstellung der Adventbewegung Page 240. und das ist auf Seite 240 frühe Schriften. So no need to turn to here because I'm only going to make a quick reference and I want to go back to Great Controversy. Wir brauchen jetzt hier nicht hingehen, ich möchte hier nur kurz etwas erwähnen. This is Early Writings 240, paragraph 1. Das ist frühe Schriften, Seite 240, Absatz 1. It's called the Advent Movement Illustrated. Wir sind hier in dem Kapitel, die Adventbewegung bildlich dargestellt. Paragraph 1, second sentence. Erster Absatz, zweiter Satz. Many in these companies are in total darkness.
Viele in diesen Gruppen befinden sich in gänzlicher Finsternis. GC chapter 3 says what? Kapitel 3 aus dem großen Kampf sagt was? Es heißt eine Zeit der geistlichen Dunkelheit, Finsternis. She's then going to go on to say there's no connection between them and Jesus. Das sagt sie, dann führt sie weiter und sagt, es gibt keine Verbindung zwischen ihnen und Jesus. The next sentence is the interesting one. Und der nächste Next two. Satz ist jetzt der interessante Satz. Scattered through these different companies were people who looked to have light. Aber unter diesen verschiedenen Abteilungen zerstreut waren Personen, deren Angesichter strahlten und deren Augen gen Himmel gerichtet waren. Jesus gave them light like rays from the sun. Jesus gab ihnen Lichtstrahlen, wie von der Sonne. So we're just reading 240 paragraph 1 and I'm paraphrasing. Also wir haben hier nur Seite 240 im Englischen gelesen und ich habe es zusammengefasst. Dropping down a little bit, it says, every one of those who had a ray of light. Und weiter unten heißt es dann, jeder von ihnen, der einen Lichtstrahl hatte, Evil angels surrounded those who were in total darkness. jeglichen, der einen Lichtstrahl hatte, einen Engel wachen, während böse Engel diejenigen umgaben, die in Finsternis waren. So don't worry too much about the paragraph. Just think about what I've just said. Jetzt kümmert euch nicht so sehr um das Zitat, sondern mehr darum, was ich gesagt habe. Sister Catherine, what picture have I just portrayed? Welches Bild habe ich denn hier aufgemalt? Tell me what to draw. Sag mir bitte, was ich jetzt malen muss. A dark cloud. A cloud? Dark cloud. Also eine Wolke. Over some people. Sorry? Over some people. Good. Also eine Cloud, die über Leuten steht. And there's sun rays that shine through to certain people that are looking up. Und dann gibt es hier einzelne Lichtstrahlen von der Sonne, die hier durchgehen, die Menschen erreichen, die gen Himmel schauen. So we'll just go with that. There's a dark cloud, Es gibt hier diese dunkle Wolke and the dark cloud is over all these people. und diese dunkle Wolke ist über all den Menschen Then over some of them, und einige von ihnen there's a ray of light. werden mit einem Lichtstrahl erleuchtet. It's like targeted to individuals. Also der zielt direkt auf einige Individuen ab. So that first paragraph Dieser erste Absatz is the era of darkness. It's pre-1798. ist die Zeit der Dunkelheit vor 1798. So we'll come out of early writings Verlassen wir frühe Schriften and we're back in great controversy. und gehen wir zurück zum großen Kampf. We're only looking at the table of contents. Wir schauen uns ja hier nur das Inhaltsverzeichnis So an. that's chapter 3. Kapitel 3. So what she's going to do is go through a potted or punctuated history Was sie macht, ist, sie geht hier durch eine... Wo ist das punktet? at various points. Sie geht hier durch verschiedene Punkte in der Geschichte, spricht sie an. She's going to do it in sequence mostly. Und das macht sie in chronologischer Reihenfolge. And what she's going to do is pick out highlights. Und was sie tut, ist, dass sie nun die Höhepunkte daraus aussucht. What does Sister Shemaine say? Und was sagt der Shimen? The rest of the chapters are dealing with what? Um was geht es in diesen Kapiteln? How you get out of darkness. Es geht darum, wie du aus dieser Dunkelheit wieder herauskommst. So each one of these chapters Jeder dieser Kapitel would be one of these rays of light. wäre einer dieser Lichtstrahlen. So it's not like the dawn.
Es ist, hier, sunrise, es geht jetzt hier, es ist nicht so, als wenn jetzt das hier der Sonnenaufgang where ist, everything begins to get light. wo alles anfängt hell zu werden. This is rays of light from heaven that penetrate the cloud. Das sind Lichtstrahlen vom Himmel, die diese Wolke durchdringen. First is the Waldenses, Zuerst die Waldenser, then John Wycliffe. dann John Wycliffe. What country is that, Sister Sue Ellen? Welches Land ist das? Good. Das ist England. Huss and Jerome. Huss und Jerome. Which country, Sister Shemaine? Welches Land? It's not France. I don't remember. Sister Kathy? Swiss. Hungary? I don't know. We might call it something. They may call it something else. The older days they might call it Bohemia, but we would call it Hungary. The borders are a bit hazy because they've changed. Also die Grenzen sind heute nicht mehr so deutlich. Das wäre Böhmen damals oder Ungarn. But we'll go with Hungary. Bohemia is, I think, what Ellen White would call it. Then Luther, which obviously is Germany. Dann Luther, was offensichtlich Deutschland ist. Then the other one is the Swiss Reformer. Dann geht es um die Schweizer Reformatoren. Who is that, Brother Jim? We'll swap now. We've got the country, we'll know the name. Jetzt haben wir das Land, jetzt wollen wir den Namen wissen. Sister Catherine? Sister Catherine? Spell it, please, without looking. Spell it. Z-U-N... je sais pas. Zwingling. Leave it. Don't answer for people. Okay, Zwingli. There's no one. Calvin? Is Calvin not Swiss either? No, I don't think he is he? Is he? Okay, I might be wrong. Just thought. I'm pretty sure this is Zwingli it's referring to. Then back to Germany. We're in chapter 11. Dann geht es, And we read 202. dann geht es zurück zu Deutschland und einige andere Sachen noch. So I said, go to the very bottom of the page, of the chapter, 210. Und ich hatte ja gesagt, lasst uns zurückgehen oder an das Ende des Kapitels 11 auf Seite 210. Yeah, you just go back down to the bottom of chapter 11. It's page 210, paragraph 3. Absatz 3. Chapter 12, 211.1. Didn't you say chapter 11? 12, sorry, chapter 12. Also Chapter 12. It's called the French Reformation. Also Kapitel 12 ist nun die französische Reformation. Sorry? Sorry? I didn't hear what you said. No, say nothing. No, top of 12, Top page of 12. 211. Wir sind am Anfang von Kapitel 12. What you saying? You talking to John? No, but Jonathan looked at me. I said, "Oh, maybe." Oh, I didn't want to go through. Okay. Like, what I wanted to see. Yeah. It says the protest of Spires and the confession of Augsburg, which marked the triumph of the Reformation in Germany, were followed by years of conflict and darkness. Weakened by divisions among its supporters and assailed by powerful foes, Protestantism seemed destined to be utterly destroyed. Thousands sealed their testimony with their blood. So it all looked like it was going to come to an end. But in the moment of his apparent triumph, the emperor was smitten with defeat. He saw the prey wrested from his grasp, and he was forced at last to grant toleration of the doctrine which had been the ambition of his life to destroy. He staked his kingdom, his treasures, his life itself upon the crushing out of the heresy. Now he saw his armies wasted by battle, his treasuries drained, his many kingdoms threatened by revolt, while everywhere the faith which he had mainly endeavoured to suppress was extending. Charles V had been battling against omnipotent power. God had said, "Let there be light," but the emperor had sought to keep the darkness unbroken. His purpose had failed, and in premature old age, he abdicated and went to a monastery. So do you want me to read all of that? Or? Just paraphrase. Ihr könnt euch selbst den ersten Absatz vom
Kapitel 11 durchlesen. Das wäre im Deutschen Seite 211 Absatz 1. Da geht es darum, wie die Reformation angegriffen wurde durch den Kaiser. Und Gott sagte, es sollte Licht werden. Und der Kaiser hat alles dafür getan, dass die Dunkelheit bestehen bleibt. Just as we clarify, Calvin is what country? Sorry? France. Yeah. You happy? He is French. He has French ancestor, French Swiss. but he at least he lived in Switzerland. Yes. He moved to Switzerland because it wasn't safe to. He was too aggressive in France. Okay, so we just read about 12 and how basically Charles V actually just ended up destroying his empire. Also wir haben gesehen, wie Karl V. hier quasi wie sein Königreich angegriffen wird. Okay, so the Vienna Siege in 1529. Es geht um die Belagerung von Wien im Jahr 1529. Ellen White is not going to talk about that. Ellen White spricht darüber nicht. If you speak her right, there's only one reference to Vienna and it's not connected to this subject. Da gibt es nur eine Stelle, wo sie das mal erwähnt, aber das ist nicht in Verbindung mit unserem Studium hier. So, what's the reference that she does give about when they want to crush the Reformation, they get distracted? Because I think that's what you were referring to, Sister Kathy. Was sie aber What's the sagt reference? ist, dass die Staaten immer abgelenkt oder behindert wurden, wenn sie die Reformation zerstören wollten. Anywhere. We want to know what the connection is about the Siege of Vienna and the protest of the princes. Wir wollen die Verbindung zwischen der Belagerung von Wien und dem Protest der Prinzen verstehen. Wir wollen diese Verbindung verstehen. Und Ellen White spricht darüber? Sister Kathy said she did, so we trust her. Kathy sagte, dass sie darüber spricht. What I understood. So, Siege of Vienna in 1529. Ellen White does not refer to the Siege of Vienna. I just said that. Ellen White No, bezieht but sich the nicht date- auf die Belagerung von Wien, das habe ich gesagt. People date for the Siege of Vienna. So which one we are referring to? At this moment, Mm-hmm. 1529. Okay. Wir On the Elder fokussieren Test gave uns us. auf die Belagerung von 1529. The one that Elder Tess gave us. The one that Elder Tess gave us. Die Tess uns mitteilte. If you can't find it, well, Get information to paraphrase. It does give the history of that time period. where are you looking at? I Are you not looking in Spirit of Prophecy? Also du suchst No. jetzt nicht im Geist der Weissagung? It's in the Spirit of Prophecy, I'm pretty sure. Great Controversy 197.2. Okay.
Großer Kampf, 197 Absatz 2. GC 197, paragraph 2. Protest of the Princes. 197, paragraph 2. A dark and threatening day had come for the Reformation, notwithstanding the Edict of Worms declaring Luther to be an outlaw and forbidding the teaching or belief of his doctrines. A religious toleration had thus far prevailed in the empire. God's providence had held in check the forces that opposed the truth. Charles V was bent on crushing the Reformation, but often as he raised his hand to strike, he had been forced to turn aside the blow. Again and again, the immediate destruction of all who dared to oppose themselves to Rome appeared inevitable. But at the critical moment, the armies of the Turk appeared on the eastern frontier, or the King of France, or even the Pope himself, jealous of the increasing greatness of the emperor, made war against him. And thus, amid the strife and tumult of nations, the Reformation had been left to strengthen and extend. Das ist der zweite Absatz vom großen Kampf, Seite 100, aus dem 11. Kapitel, Seite 197.2 im Deutschen. By the way, there are 2 diets in Speyer. Übrigens, es gibt 2 Reichstage in Speyer. If you read the next paragraph, it says the Diet of Speyer is in 1526, which is 3 years before the one we're referring to. Wenn man nämlich weiterliest in dem nächsten Zitat, da heißt es, es gibt einen Reichstag in Speyer im Jahr 1526 und der ist 3 Jahre vor dem, auf den wir uns beziehen. Okay, so we found the passage. Also wir haben hier den Abschnitt gefunden. There are multiple forces at work. Da gibt es verschiedene Mächte oder mehrere Mächte, die am Wirken sind. She gave us the Turk Sie nennt hier die Türken or Islam, oder den Islam, France, Frankreich and the Pope himself. und auch der Papst selbst. There are 3 things that are distracting the emperor. Da gibt es 3 Dinge, die den Kaiser quasi distracting ist. Distracting? Just want to know if Turn your attention in a different okay, die den Kaiser ablenken. The one we're interested in is it says the armies of the Turk. This is the Ottoman Empire, Islam. Also an was wir jetzt interessiert sind, sind die Armeen der Türken, nämlich dem Islam. What are the 3 things? Islam, Es geht um den Islam, France, Frankreich and the Pope himself. und der Papst selbst. What did France do? 197.2. Okay, yeah. The quote. Yes. Sorry. German. They're fighting against Germany Sie kämpfen alle gegen Deutschland, for whatever reason they're doing that. aus was für Gründen auch immer sie das tun. So whilst Charles V wants to destroy the Reformation, Und während nun Karl V. die Reformation zerstören möchte, he's distracted from that work da wird er von der Arbeit, von diesem Vorhaben abgelenkt. and he gets distracted by war with other people. Und er wird abgelenkt durch Kriege mit anderen So Mächten. I read that quite quickly. I'll go back. Ich habe das recht schnell hier überflogen. God's providence had held Charles V in check, restrained him. Gottes Vorhersehung hatte Karl V. in Schranken gehalten. Every time he tried to raise his hand to strike or to destroy the Reformation, Jedes Mal, als er seine Hand erhob, um die Reformation zu zerstören, when he strikes that, if you can think of a stick, the stick is turned from the Reformation and he ends up striking his enemies. wenn man sich das mal so vorstellen mag, jedes Mal, als er den Arm hob, um mit einem Stock die Reformation zu schlagen, ist die Aufmerksamkeit auf jemanden anders gerutscht. So he wants to strike the Reformation, but he ends up striking 3 other people instead. Er möchte die Reformation schlagen, aber er schlägt stattdessen 3 andere Mächte. We okay with that? The emperor. So who's the emperor? Is Emperor Charles V, the Charles. emperor of, we would call it Germany, but then they would call it the Holy Roman Empire. Also der
Kaiser ist hier der Kaiser des Deutschen Reiches oder des Heiligen Römischen Reiches. See, that's where I got confused because I thought he was French. So who's Ah. who's the The King of France, he doesn't say. Ist der König von Frankreich, wird hier nicht erwähnt. Would have. Sorry? Yeah, I didn't know. So, yeah, so I'm saying it didn't say in the passage, but Okay. Sister Kathy knows it's Louis the 16th. okay? How do you know that? Louis 16. Probably the 14th, yeah. But even that would be. We call it Germany. Germany, Mhm. and he wants to stop the Reformation, but Mm-hmm. then every time he tries to do that, he's got problems from Islam, which is the Turks, France, and the Pope himself. Yes. I wouldn't say and, I would say or. It's always one of these three things Or. distracting him. Okay, or Today it's Islam, tomorrow it's France, the next day it's the Pope. It's not. It's not Louis 14th. It's earlier. He lives around 1715. Okay, so it's not Louis the 14th, but it's a king. Yeah. Oh, it's not even Louis. Sorry? Francis the First. Okay, homework. Hausaufgabe. Read the chapter Lest das Kapitel. and find the name of the king, Findet den Namen des Königs. find the name of the Pope, Findet den Namen des Papstes. which there may be a couple of them, Da mag es vielleicht mehrere geben. and find the name of the Turkish, I don't know what you call it, the Sultan. king, Sultan. Und findet den Namen des türkischen Sultans. Let's try and get 3 names. Versuchen wir einfach hier 3 Namen zu bekommen. It might be more than 3, it might be 2 or 3 for each one. I don't know. Mögen vielleicht sogar mehr sein. Und das für die Belagerung von Wien 1529. So what's your question? You want Siege- us to check the, Not specifically the siege itself, uh-huh. because I think Ellen White just talks about it in a general sense. Also jetzt nicht speziell auf die Belagerung von Oh, okay. Wien, sondern Ellen White spricht ja, denke ich, in So eher the einer name of the allgemeinen Pope, Fassung. the name of the king, and and the name of the Turk. Turks. Yes. Turkish. It may just be one for each of them, but it may be a couple, I don't know. Okay. I think Charles has quite a long reign. And that is during the 1529 era. It's the 1529 era. You have to go back a little bit, you have to go forward a little bit. Era. And all that's so there's 3 names plus read the chapter. Yes. That's 4 Okay. four names. That's 4 things. 4 things. 4 Dinge. 3 names. 3 Islam, Namen. Islam, France, Frankreich Pope. und der Papst. And Germany. She already tells us it's Charles V. Oh, Und der König von Deutschland ist Karl V. So what you want to do is find out when Charles V is reigning. Find also heraus, wann Karl V. regiert. So if I were going to do it, Wenn ich das machen würde, I would do this. I'd find out Charles V, ich würde zuerst Karl V. mir anschauen, see the Reformation. dann die Reformation betrachten. I don't know if the Reformation looks like this. Ich weiß nicht, ob die Reformation so aussieht. So we've got this history, Dann haben wir diese Geschichte hier. and then see where France, the papacy, and Islam are. Dann müssen wir uns anschauen, wo Frankreich, das Papsttum und der Islam auftreten. And you should be able to get an idea of who those leaders are. Und dann sollte man herausfinden, wer diese Könige sind. This would be the Reformation. Das wäre die Reformation. They're not all, you can't just put them all underneath each other. They're all out of sync. Die kann man hier nicht einfach alles so untereinander malen, weil die sind alle chronologisch sieht das alles ein bisschen anders aus. At least we'll have a rough idea. We may be one king out. I want people to try and find it themselves, so we'll do it. Okay, so in a generic sense, all Ellen White's going to tell you is the Turk appeared. That's all she's going to say. Also in einer allgemeinen Art oder zusammengefassten Art sagt Ellen White, dass die Türken auf die Bühne treten. She doesn't mention
which is probably surprising because she would have known that in 1529 the Siege of Vienna occurred. Sie erwähnt es nicht, aber es ist schon fast komisch, weil sie weiß doch, dass 1529 die Belagerung von Wien ist. So I'm going to say Ich sage nun, the appearance of the Turk, ich sage, dass die Ankunft der Türken an example of that is the Siege of Vienna. ein Beispiel dafür, also ein Beispiel für die Ankunft der Türken ist die Belagerung von Wien. I think that's a reasonable. It's not even. I was going to say conjecture. It's not even conjecture. It's a reasonable position to take. Und ich denke, dass das ein vernünftiger Standpunkt ist, den man einnehmen kann. To say when she says the Turks appear, Wenn sie hier sagt, dass die Türken auftreten, they come more than once. I think sie kommen natürlich öfters wie nur einmal, one of the times that they come aber eine Angelegenheit is the Siege of Vienna. ist die Belagerung von Wien. So what you might want to do Was du jetzt vielleicht tun möchtest, is just review the 1529 Siege of Vienna. ist, dass man sich die Belagerung von Wien 1529 auch anschaut. You can do it two ways. Man kann es auf zwei Arten machen. Go onto Wikipedia Man kann Wikipedia anschauen or Britannica oder Britannica and just read about it. und einfach nur drüber lesen. But nowadays there are lots of YouTube videos, Aber heutzutage gibt es viele YouTube-Videos and these videos are by, in English they call them war buffs. It's people who are interested in war, battles, ja, ancient und da battles. gibt es einfach kurze Videos, die solche Kriege zusammenfassen. And a little 10-minute video, they'll show you a nice overview of that time period. Und in einem kurzen 10-minütigen Video bekommst du so einen schönen Überblick über die ganze Angelegenheit. Wikipedia, you can read. In Wikipedia kannst du lesen. YouTube, put Vienna 1529, Siege of Vienna 1529, and you'll be able to find a couple of ancient battle videos. I don't know how else Und to in describe them. YouTube wirst du dann, wenn du Wien und Belagerung Wien 1529 eingibst, auch irgendwelche Videos finden dazu. So, the Tess has spoken about 1529. We spoke about 1863. Tess hat über 1529 gesprochen und wir über 1683. I don't believe the 1529 has got anything to do with 9/11. Ich glaube As far as nicht, I dass remember. 1529 irgendwas mit dem 11. September zu tun hat. The date for 9/11 is the 1683 siege that we discussed. Da wäre eher 1683 interessant. Okay, so we'll have a break Wir haben jetzt eine Pause and we'll pick up our study in the next class. und unser Studium führen wir fort in der nächsten Unterrichtsstunde. Let's and we've got 20 minutes to do all of our homeworks. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We pray that you would guide and direct us. Wir bitten dich oder beten darum, dass du uns führst und leitest. Bless us, Lord. Segne uns, Herr. We need you Wir brauchen dich and we want you to be with us. und wir bitten dich, dass du mit uns bist. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen.